In den stillen Momenten, wenn die Welt den Atem anhält, gibt es eine Stille, die schwerer wiegt als jeder Ton. Es ist die Stille des Wartens, des Wissens, dass etwas Schreckliches am Horizont lauert. Nevil Shutes On the Beach fängt diese Stille ein. Eine Stille, die nicht aus Frieden, sondern aus Furcht geboren ist. Es ist keine Geschichte von Explosionen oder Chaos, sondern eine Meditation über die langsame, unaufhaltsame Auflösung der Menschheit angesichts nuklearer Vernichtung. Dies ist keine Erzählung von Überleben gegen alle Widrigkeiten, sondern eine Reflexion darüber, was es bedeutet zu leben, wenn das Ende gewiss ist. Heute wandern wir entlang der Küsten von Shutes vorgestellter Welt, wo der Schatten der nuklearen Angst jedes Herz, jede Hoffnung und jeden flüchtigen Moment der Freude verdunkelt. Die Figuren in Shutes Roman, Dwight Towers, Moira Davidson, Peter Holmes und Mary, sind keine überlebensgroßen Helden. Es sind gewöhnliche Menschen, gefangen in einer außergewöhnlichen Tragödie. Sie pflanzen Gärten, von denen sie wissen, dass sie nie blühen werden. Sie planen Zukunften, von denen sie wissen, dass sie nie erleben werden. Sie lieben, lachen und weinen, wissend, dass jeder Moment auf geliehener Zeit basiert, die gegen eine Schuld eingetauscht wird, die nie beglichen werden kann. Ist das nicht das, was ihre Geschichte so menschlich macht? Ihre Weigerung, der Verzweiflung nachzugeben, selbst wenn Hoffnung eine Lüge ist, die sie sich selbst erzählen, um weiterzumachen? Shutes Genie liegt in seiner Zurückhaltung. Er zeigt uns keine fallenden Bomben oder brennenden Städte. Stattdessen zeigt er uns die Nachwirkungen durch das Alltägliche. Eine Tasse Tee, die auf einem Tisch stehen bleibt, ein Radio, das nur noch Rauschen sendet, eine Welt, in der das Gewöhnliche zum Denkmal dessen wird, was verloren ging. Nukleare Angst wird in seinen Händen nicht zu einem Spektakel. Sie ist ein leiser Schmerz, ein langsames Ausbluten der Seele. Was bedeutet es zu lieben, wenn die Welt untergeht? In On the Beach ist Liebe kein großes Geständnis, sondern ein zerbrechlicher Akt des Widerstands. Dwight Towers, der amerikanische U-Boot-Kommandant, klammert sich an die Erinnerung an seine Frau und Kinder in Connecticut, obwohl er weiß, dass sie fort sind. Er spricht von ihnen in der Gegenwart, als könne er sie durch diese Worte ein wenig länger am Leben halten. Moira, die lebhafte, doch gebrochene Australierin, verliebt sich in Dwight, nicht weil sie an eine gemeinsame Zukunft glaubt, sondern weil Liebe das Einzige ist, was die Gegenwart erträglich macht. Ihre Romanze handelt nicht von Leidenschaft oder Besitz, sie handelt davon, etwas zu finden, an dem man sich festhalten kann, wenn alles andere entgleitet. Auch Peter und Mary Holmes verkörpern diesen stillen Aufstand gegen die Verzweiflung. Sie sprechen von der Zukunft ihrer Tochter, vom Anlegen eines Gartens, vom Fortfahren des Lebens wie immer. Doch unter ihren Worten liegt eine Wahrheit, die sie nicht aussprechen können. Es wird kein Morgen geben. Dennoch entscheiden sie sich, so zu leben, als gäbe es eines. Ist das nicht das Wesen der Menschlichkeit? Zu bauen, zu lieben, zu träumen, selbst wenn der Boden unter uns zerbrackelt? Nukleare Angst, wie Shutes sie darstellt, ist nicht nur die Angst vor dem Tod. Es ist die Angst, das zu verlieren, was uns menschlich macht. Es ist die Angst, dass unsere Liebe, unsere Träume, unsere kleinen Akte der Güte vor dem Abgrund des Vergessens nichts bedeuten. Und dennoch entscheiden sich die Figuren in On the Beach, voll zu leben, selbst im Schatten dieser Angst. Sie trinken Wein, sie tanzen, sie segeln Boote, sie halten einander fest. Sie erinnern uns daran, dass das Leben nicht an seiner Länge gemessen wird, sondern an seiner Tiefe. Nuklearer Krieg ist in Shutes Vision kein einzelnes katastrophales Ereignis, sondern ein schleichendes Gift. Die Bomben sind bereits gefallen, irgendwo weit weg, in einen Krieg, den niemand ganz versteht. Der Fallout breitet sich lautlos aus, getragen von Winden, die niemand aufhalten kann. Es gibt keinen Schurken zu bekämpfen, keine Schlacht zu gewinnen. Der Feind ist unsichtbar, unaufhaltsam und gleichgültig. Es ist kein Monster, dem man sich stellen kann, kein Sturm, dem man entkommen kann. Es ist eine Kraft, die sich weder um deinen Mut, deine Liebe noch deine Gebete schert. Shutes Roman zwingt uns, dieser Hilflosigkeit ins Auge zu sehen. Die Menschen in Melbourne können nicht in ein sichereres Land fliehen, es gibt kein sicheres Land. Sie können die Strahlung nicht bekämpfen, sie lässt sich nicht bekämpfen. Alles, was sie tun können, ist warten. Und in diesem Warten zeigen sie, wer sie sind. Manche klammern sich an die Routine,
finden Trost im Vertrauten. Andere suchen Vergessen im Hedonismus. Manche wenden sich dem Glauben zu, andere der Verzweiflung. Doch alle ringen mit derselben Frage: Wie lebt man, wenn man weiß, dass das Ende naht? Diese Frage hallt über die Seiten von On the Beach hinaus. Nukleare Angst ist nicht nur ein Relikt des Kalten Krieges, sie verweilt in unserem kollektiven Bewusstsein. Die Bedrohung der Vernichtung mag in unserer modernen Welt fern erscheinen, doch sie ist nie wirklich verschwunden. Die Wissenschaft, die uns die Bombe gab, existiert noch. Die geopolitischen Spannungen, die ihre Erschaffung befeuerten, köcheln weiter. Und die menschliche Fähigkeit zur Zerstörung bleibt so real wie eh und je. Shoots Geschichte ist ein Spiegel, der nicht nur die Ängste seiner Zeit widerspiegelt, sondern auch die Zerbrechlichkeit unserer eigenen. Hierin liegt die Größe von On the Beach, die über seine nukleare Prämisse hinausgeht. Es ist nicht nur eine Geschichte vom Ende der Welt, es ist eine Geschichte darüber, was es bedeutet, in der Gewissheit des Endes menschlich zu bleiben. Es geht um den Mut zu lieben, zu hoffen, zu erschaffen, selbst wenn die Zukunft eine leere Seite ist. Es geht um die kleinen, stillen Akte, die uns definieren, wenn alles andere wegfällt. On the Beach ist keine Geschichte des Triumphes. Es gibt keine Helden, die den Tag retten, keine Wunder, die die Katastrophe abwenden. Stattdessen ist es eine Geschichte der Akzeptanz, des Findens von Anmut angesichts des Unvermeidlichen. Nevil Shute bietet uns keine Antworten, aber er stellt uns Fragen. Wie leben wir mit Angst? Wie lieben wir im Schatten des Verlustes? Wie bleiben wir menschlich, wenn die Welt auseinanderfällt?